Das hier ist unser Zip Road Auspuff. Die Variante für die Wideframe-Modelle, beziehungsweise in dem Fall die Ausführung direkt für die Lampe unten Modelle. Dieser Auspuff ist extra angepasst, damit man ihn an der Traversenaufnahme verschrauben kann. Es gibt ihn in zwei Versionen. Es gibt ihn einmal mit diesem Doppelrohr oder als diesen Doppelrohrauspuff und es gibt ihn einmal mit dem originalen Endrohr, wie es bei den Vespa-Modellen üblich ist. Der Zip Road ist ein Auspuff, der eine relativ gute Leistungssteigerung bringt, obwohl er aussieht wie ein originaler Auspuff. Also dieser Adapter ist beim Auspuff dabei und damit kann der normale PX-Auspuff an der Schwinge von den Wideframe-Modellen verschrauben. Also jetzt sind wir eigentlich auf der Bühne fertig. Wir können jetzt den Roller runternehmen und erstmal testen, ob er anspringt. Zwei Kicks, das ist doch schon mal ganz geil. Und jetzt kommt halt ein bisschen Feinabstimmung dazu. Zündung absetzen. Ich habe schon Markierung auf dem Polrad gemacht. Also die soll auf 23 Grad geblitzt werden. Und da habe ich schon am Polrad eine Markierung gemacht. Hier am Gehäuse ist auch eine Markierung. Und wenn das jetzt miteinander fluchtet beim Anblitzen, dann ist die Zündung am richtigen Zeitpunkt. Leider hat unser Vergaser beim ersten Versuch noch nicht optimal funktioniert. Die Gasannahme war nicht sonderlich gut und leider ist er auch übergelaufen. Das heißt, Sprit ist aus dieser Überlaufleitung gekommen. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben den Vergaser ausgebaut und gereinigt, denn es haben sich in der Schwimmerkammer einige Schmutzpartikel befunden und die können sich zwischen die Schwimmernadel und den Sitz klemmen und dann wird der Vergaser undicht. Aber wir können die Gelegenheit gleich nutzen, auch noch zu erklären, welche Einstellungen am Vergaser wichtig sind. Und zwar sind da zuerst diese beiden Schrauben. Diese Schraube, also diese silberne, ist einfach die Standgasschraube. Dreht man sie rein, geht das Standgas nach oben, dreht man sie raus, wird das Standgas geringer. Das zweite ist diese Messingschraube. Und diese Messingschraube ist für das Leerlaufgemisch zuständig. Hier ist es andersrum. Wenn ich die Schraube reindrehe, wird das Gemisch fetter. Und wenn ich die Schraube rausdrehe, wird das Gemisch magerer. Da reichen häufig ganz kleine Umdrehungen, eine Achtel- oder Viertelumdrehung, um die Gasannahme zu verändern. Wenn die Schwimmerkammer und der Schwimmer entfernt ist, finden sich zwei Düsen im Vergaser. Einmal diese kleine Düse. Das ist die Nebendüse. Die ist für den unteren Schieberbereich zuständig. In dem Fall besonders interessant, dieser CP23-Vergaser kommt voreingestellt für den Motor, für den Pinasco. Aber je nach Wettersituation und vor allem auch je nach Jahreszeitsituation kann es nötig werden, die Nebendüse zu verändern. Die zweite Düse ist die Hauptdüse. Die ist in der Mitte des Vergasers verschraubt. Und die Hauptdüse, damit passt ihr den Vergaser vor allem an den jeweiligen Zylinder an. Ob ihr einen Polini-Zylinder fahrt oder einen Grauguss-Zylinder. Genau, ihr passt damit einfach den Vergaser an den Zylinder an. In der Mitte des Vergasers findet ihr die Hauptdüse. Die Hauptdüse ist vor allem für den Volllastbereich ab 2/3 Gasstellung zuständig. Bevor wir nach dem Abstimmen den Vergaser wieder auf den Ansaugstutzen setzen, entfetten wir die ganze Sache mit Bremsenreiniger. Auch am Ansaugstutzen, sodass uns der Vergaser später nicht wieder runterrutscht.
Schluss, wenn alles läuft und der Vergaser auch richtig funktioniert, der Motor anspringt, dann muss natürlich noch die Zündung eingestellt werden auf den richtigen Wert an Vorzündung. Um den Wert zu ermitteln, gibt es verschiedene Methoden. Die einfachste, meiner Meinung nach, ist eine Umschlagsmessung und dann mit Hilfe einer Gradscheibe den Zündzeitpunkt am Polrad markieren. Die Umschlagsmessung geht so, dass man anstatt der Zündkerze einen Kolbenstopper in den Zylinderkopf einschraubt und dann von beiden Seiten das Polrad gegen diesen Kolbenstopper dreht und 2 Markierungen auf dem Polrad macht. In diesem Fall war diese Markierung unsere Referenzmarkierung und diese Markierung und diese Markierung sind von der Umschlagsmessung. Nun muss ich nur den Mittelpunkt zwischen beiden Markierungen finden und habe mein OT. Das ist hier mit OT markiert. Und dann konnte ich mit Hilfe der Gradscheibe 23 Grad Vorzündung von OT auf dem Lüfterrad abtragen. 0,23. Jetzt habe ich eine Blitzpistole an die Zündung angeschlossen und muss jetzt mit Hilfe der Blitzpistole kontrollieren, ob meine 23 Grad Markierung mit meiner Referenzmarkierung auf dem Gehäuse übereinstimmt.